pray. Lasst uns beten. Amen. Amen. We made some comment in the last presentation Wir haben einige Kommentare in unserer letzten Präsentation which is, gemacht, I think, an important principle for us to understand, welches ich denke, ist ein wichtiges Prinzip für uns zu verstehen, that this message is the everlasting gospel. dass diese Botschaft das immerwährende Evangelium ist. And the gospel Und das Evangelium is like a tool ist wie ein Werkzeug in the hand of the Lord. in der Hand Gottes. And the purpose of this tool Und der Grund für das Ziel dieses Werkzeugs, is to turn immoral people into moral people. um Menschen, die immoralisch sind, moralisch zu machen. And the way you do that, Und die Art und Weise, wie man das macht, Jesus was very clear about. Jesus ist sehr deutlich darüber. When he said to his disciples, Und wenn er zu seinen Jüngern sagt, "Come, follow me." sagt, komm und folge mir. It's as we behold Jesus Es ist, wenn wir Jesus anschauen, in this journey from immorality to morality, von dieser Reise von der unmoralisch sein bis zum moralisch sein, from being wrong to being right, von falsch sein zum richtig sein, that we're able to be changed. dass es möglich ist, dass wir verändert werden. So when we see Jesus taking us from this point to our end point, Also wenn wir jetzt hier sehen, wie Jesus geht von diesem Punkt bis zu dem Endpunkt, he's going to do this dann wird er dies tun through these 5 points that we said in our last presentation. durch diese 5 Punkte, die wir in unserer letzten Präsentation erwähnt haben. And another way to express that, Und eine andere Art und Weise, dies auszudrücken, these types, symbols, parables, etc., diese Typen, Symbole und auch Gleichnisse, is by speaking of prophecy. ist, indem man sagt, man spricht über Prophetie. It's a Christ Es ist ein that Christus, most people are not familiar with. mit dem die meisten Menschen nicht vertraut sind. And we have to have a broad, deep understanding of who Christ is Und wir müssen ein großes, weites und tiefes Verständnis von dem haben, was Jesus ist, so that we can put our confidence in him. sodass wir ihm auch unser Vertrauen auf ihn legen können. Because when the time of test comes, Denn wenn die Zeit des Testes kommt, if you don't have complete confidence in this Christ, dass wenn man nicht wirkliches volles Vertrauen auf diesen Christus hat, you will fall through and fail. dann wird man durchfallen und dann wird man fallen und durchfallen. So just want to tidy up Isaiah 46. Ich möchte nur Jesaja 46 nochmal abschließen. Mir hat jemand die Bibel geklaut. We're in verse 11. Wir sind im Vers 11 We saw there was repeat and enlarge. und da gab es eine Wiederholung und Erweiterung. We saw that there was a bird that came from the east. Und sahen wir, dass es ein Vogel kam, der vom Osten kommt. We saw that it showed us that it was a man from a far country. Und wir haben gesehen, dass dies ein Mann ist, der von einem fernen Land kommt. Then the next part of the verse says, Und der nächste Teil des Verses sagt, I have spoken it, ich habe es gesprochen, I will bring it to pass. ich werde es auch zustande kommen lassen. I have purposed it, Ich habe es geplant, I will also do it. ich werde es auch vollbringen. So, if you recall, we all agreed that there was another repeat and enlarge. Und wenn wir alle uns daran erinnern, haben wir gesehen, dass es dort eine weitere Wiederholung und Erweiterung gibt. The first bit says, Der erste Teil sagt, spoke, sprechen. spoken it. Er hat es gesprochen. Then the next part says, Und der nächste Teil sagt, I will bring it to pass. ich werde es passieren lassen oder herbeiführen. So that's the first statement. Then the repeat of this Und dann wird das wiederholt. Das ist der erste Teil und es wird dann wiederholt. says, purposed it. Dann heißt es, ich habe es geplant.
And the last part Und der letzte Teil ist, says, will do it. sagt es, ich werde es tun, ich werde es vollbringen. And this says bring to pass. Und das heißt, es vollbringen, zu vollbringen. So what God speaks, Also was Gott spricht, he does. das tut er. This is his will. This is what his design was. Das ist sein Wille, das ist, was er geplant hat zu tun. So we understand this principle. Also dieses Prinzip verstehen wir, When God speaks, That's when- it happens. dass wenn Gott spricht, es passiert. And then it says he will bring it to pass, Dann heißt es, er wird es vollbringen, which means he will do it. er wird es herbeiführen, was bedeutet, er wird es auch tun. So coming back to verse 11 Also wenn man jetzt zurück zu Vers 11 geht and the context of this chapter. und dieser Kontext von diesem Kapitel, So I asked, where was this chapter in the reform line? weil ich gefragt habe, wo ist denn dieses Kapitel auf einer Reformlinie? Some people said it was at time of the end. Und manche haben gesagt, es ist am Zeit des Endes. One person did. Eine Person hat das And gesagt. then another person said it's anywhere in this line. Und dann eine andere Person hat gesagt, es ist irgendwo auf dieser Linie. And I'm saying Und ich sage, it's here es ist hier, in the darkness. in der Dunkelheit. It's actually before you get to a reform line. Es ist, bevor man zu einer Reformlinie kommt. So hopefully we can all see that. Ich hoffe, wir können das alle sehen. Now in verse 11, Im Vers 11, God's going to call a man wird Gott einen Menschen berufen or a bird oder einen Vogel, bird of prey, einen Beutevogel. and birds of prey eat things. Und die Beutevogel, die essen Dinge. This bird of prey is from the east. Und dieser Beutevogel ist vom Osten. So where have we heard or learned about things from the east? Wo haben wir Dinge schon mal gehört vom Osten oder was haben wir darüber gelernt? Children of the east. Okay, die Kinder des Ostens. So some people think it's Islam, Also manche denken, es ist der Islam. and this is where we need to be really careful Und das ist, wo wir jetzt sehr vorsichtig sein müssen, about how we interpret scripture. wie wir die Schrift auslegen. So let's keep some anchor points that we've held on to. Lasst uns jetzt ein paar Ankerpunkte, die wir so gesetzt haben, lasst uns da mal festhalten. So here's our pin Also hier ist jetzt unser Hammer, that we've nailed into, unser Nagel, den wir hineingenagelt haben. and this pin was what? Und dieser Nagel war was? 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. First the literal, first the natural. Erst das Natürliche, So you need to go back to the natural story before you understand the symbolic story. also muss man erst zu der natürlichen Geschichte zurückgehen, bevor man die geistliche verstehen kann. Now, we're in the history Also wir sind in der Geschichte of Isaiah. von Jesaja. And Isaiah, Und Jesaja his ministry is a long ministry. er hat einen langen Dienst oder Missionswerk. We can think of Kings Ahaz, Wir können von König Ahas, Uzziah, Josia, do it in order, Uzziah, Ahaz, Hezekiah, also Josia in der Reihenfolge Josia, Ahaz, Ahas, Hezekiah, Hesekiah, Manasseh. Hiskia, glaube ich, und Menasse. So in that history, Also in dieser Geschichte, you know that Islam doesn't exist. wir wissen, dass da Islam überhaupt nicht existiert. So hopefully we know that. Ich hoffe, wir wissen das. So this bird from the east Also dieser Vogel, der vom Osten kommt, can't be a symbol kann kein Symbol of Islam des Islams sein, in this natural story. in dieser natürlichen Anwendung oder Geschichte. We already know who it is Wir alle wissen, wer er ist, because it's a man denn es ist ein Mann, that came from a far country. der von einem entfernten Land kommt. So which man Welcher Mann came from a far country, kam von einem fernen and Land what's this man going to do? und was wird dieser Mann dann tun? What's he going to do? Was wird er tun? He's going to eat something. Er wird etwas essen. Now, a bird of prey is not a vegetarian. Also jetzt ein Beutevogel ist kein Vegetarier. He's going to eat Er wird essen, flesh. Fleisch essen. Yeah? Ja. Whose flesh is he going to eat? Wem sein Fleisch wird er das essen? If you go to the next chapter, Wenn man zum nächsten Kapitel geht, 47, nämlich zum Kapitel 47, it tells you whose flesh he's going to eat. dann sieht man, wer ihm sein Fleisch essen wird. Contextually, Also im Kontext. it's
the flesh of whom? Es ist das Fleisch von wem? Babylon. Babylon. Yes, so we can see that. Ja, können wir das sehen? So if you go back one chapter, Also wenn du ein Kapitel zurückgehst, what's this man's name? was ist der Name dieses Mannes? Cyrus. Kyros. And Cyrus Und Kyros is not a symbol of Islam. ist nicht ein Symbol des Islams. He's a symbol of something else. Es ist ein Symbol von etwas anderem. So you can see in this story, Also wir können in der Geschichte Folgendes sehen. let me ask it another way. Lasst es mich anders formulieren oder fragen. Chapter 47, Kapitel 47. Babylon is fallen. Babylon ist gefallen. When does that happen Wann passiert das denn in our reform line? an unserer Reformlinie? Remember, you've got to go to the natural first. Erinnert euch, geht erst zu dem Natürlichen. I'll give you a clue. Ich werde euch einen Hinweis geben. Uh, 1798, 1844. 1798, 1844. First, second, and third angels' messages. Erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Revelation 10, verse 3. Offenbarung 10, Vers 3. 7 thunders. Die 7 Donner. October 22nd. Der 22. Oktober. Fulfillment of Daniel 8:14, Also es ist eine Erfüllung des Verses Daniel 8, Vers 14, which is the 2300-day prophecy. welche die 2300-Tag-Prophezeiung ist, Begins in the year 457 welche im Jahre 457 vor Christus BC. beginnt. Ja. 457 BC, sorry, yeah. Under the reign of Artaxerxes. Unter der Herrschaft von dem Artaxerxes. Ezra chapter 7, Ezra chapter 8. Esra Kapitel 7 und Kapitel 8. He gives the third decree, Er gibt den dritten Erlass, which was preceded by 2 decrees. welcher von 2 Erlassen, die zuvor kommen. The first being Der erste, 536, 536 vor Christus, Cyrus, Kyros and then Darius. und dann Darius. But there's not 3 Persian kings, Und dann sind 3 persische Könige. there's 7 kings. Das sind nicht 3 persische Könige, sondern 7 persische Könige. So we've developed a really nice structure here, Also haben wir eine sehr schöne Struktur hier. and this is the time of the end. Und die ist die Zeit des Endes. So the time of the end Und die Zeit des Endes is the first message ist die erste Botschaft and the beginning of the 7 thunders. und der Anfang des 7. Der 7 Donner. And the time of the end is connected to the close of probation, Und die Zeit des Endes ist in Verbindung mit dem Ende der Gnadenzeit, October 22nd, 1844, der 22. Oktober 1844, by the 7th thunder and the third angel's message. bei dem 7. Donner und auch mit der dritten Engelsbotschaft. And the third angel's message Und die dritte Engelsbotschaft is connected to the third decree by the 2300-day prophecy. steht in Verbindung mit dem dritten Dekret durch die 2300 So we can Tag-Prophezeiung. put a break in this line, Also könnten wir jetzt einen Bruch sozusagen in diese Linie tun. and you can see you've got a repeat and enlarge. Und wir sehen, wir haben eine Wiederholung und Erweiterung. And if you've got a repeat and enlarge, Und wenn man eine Wiederholung und Erweiterung hat, you can make this a line upon line. dann kann man das eine Linie auf Linie So we machen. can drop this down here, Und man kann das hier auch runtersetzen, which would look like this. welches dann folgendermaßen aussehen würde. And we already know that this is the time of the end. Und wir wissen bereits, dass dies das Zeit des Endes ist. So we know that the Cyrus here is also the time of the end. Wir wissen, dass dann auch Kyros das Zeit des Endes ist. So if Cyrus is marking this time of the end, Also wenn Kyros jetzt hier das Zeitende markiert, where you're going to transition from what nation to what nation? von was ist denn da dieser Übergang von welcher Nation zu welcher anderen? You're going to go from Babylon to Medo-Persia. Man geht von Babylon zu Medien, Persien. So we know that this is Medo-Persia, Also wir wissen, dass das Medien, Persien ist,
preceded by Babylon. Das von Babylon vorangegangen wird. Babylon geht da voran. We agree with that? Ja, könnt ihr da übereinstimmen? When does Babylon fall? Wann fällt Babylon? You could go to Daniel chapter 5, Man könnte zu Daniel Kapitel 5 gehen, very last verse of the chapter. zu dem letzten Vers in dem Kapitel It says that very night und sagt, diese Nacht, Belshazzar is killed Belshazzar wird noch getötet and Darius the Mede takes the kingdom. und Darius der Medier wird übernehmen. That happens in 538. Und das passiert in 538. So 538, 536 Und 536 und 538 is marking the death of Belshazzar. markiert den Tod von Belshazzar. And Belshazzar is the third and last generation of the Babylonian Empire. Und Belshazzar ist die dritte und auch letzte Generation des babylonischen Imperiums. Nebuchadnezzar was his grandfather. Nebukadnezar war sein Großvater, Then you have his father. dann hast du seinen Vater And then you have Belshazzar. und dann hat man Belshazzar. 3 generations. 3 Generationen. And God's people in captivity for how long? Und Gottes Volk ist in der Gefangenschaft wie lange? 70-year captivity. Und 70 Jahre lang sind sie in Gefangenschaft. And how long are God's people in captivity before the time of the end here in 1798? Und wie lange sind Gottes Volk in Gefangenschaft vor dem Jahre 1798 hier unten? 1260 years. 1260 Jahre. And Ellen White, in Patriarchs and Prophets, I think, 714, In Ellen White, glaube ich, in Patriarchen, Propheten 771, Paragraph 4, oder 714. Prophets and Kings? Prophets and Kings. I always get those mistaken. Also Propheten und König, 714. Yeah. Okay, auf der Seite 714 im I'll Englischen. paraphrase it. Ich werde es einfach nur so aus dem Gedächtnis sagen. She says, Sie sagt, for centuries, dass für Jahrhunderte God's people Gottes Volk were prevented in giving the gospel to the world, wurden davon abgehalten, die Botschaft der Welt zu geben. and they were in captivity. Und sie waren in Gefangenschaft In the very same way in der gleichen Art und Weise, that God's people were held in captivity during the 70 years. wie Gottes Volk in Gefangenschaft gehalten wurde während der 70 Jahre. So she compares the 1260 with the 70. Also sie vergleiche die 1260 mit den 70 Jahren. Point 1. Also Seite 714, Paragraph 1. So we can see that there's a detailed structure that's lined up here. Also wir sehen hier, dass es hier eine sehr detaillierte Struktur ist, die Linie auf Linie ist. And it's marking Cyrus here, Und es markiert hier den Kyros the time of the end, für den Zeit des Endes, where Babylon's going to be destroyed. wo Babylon zerstört werden wird. And Babylon hasn't been destroyed in chapter 46. Und Babylon war noch nicht zerstört im Kapitel 46. Cyrus is being predicted in chapter 45. Kyros, es wird im Kapitel 45 wird Kyros If you read chapter 46, it talks about the idolatry of God's people. vorausgesagt. Und in Kapitel 46 handelt es davon von der Ausschweifung des Volkes Gottes. And the futility of that idolatry. Utility. It's futile, it's a waste of time. Und diese verschwendete Zeit mit diesen Ausschweifungen, die sie da vor sich gehen. And then it speaks about, verse 10, the end from the beginning. Und dann redet es das Ende, und Vers 10, das Ende vom Anfang an her. And then shows you how Babylon's going to be destroyed. Und dann zeigt es, wie Babylon zu Fall kommen wird. Verse 11, Vers 11. which is a double repeat and enlarge. Das ist eine verdoppelte Wiederholung und Erweiterung. So you can see, Also kann man sagen, if you read contextually, dass wenn man den Kontext mit einbezieht und liest follow some of William Miller's rules, und einige William Millers Regeln anwendet go from the literal und dann to the symbolic, von dem Natürlichen dann zum Symbolischen geht, that you can develop a very detailed picture of what's happening. dass man ein sehr detailliertes Bild darüber aufmalen kann, was passierte. And you know Und man weiß, that you're here in the darkness. dass man hier in der Dunkelheit ist, You're here in the 70-year captivity, dass man hier in der 70-Jahr-Gefangenschaft ist and God is predicting und Gott sagt voraus, that Cyrus is going to come and destroy Babylon. dass Kyros kommen wird, um Babylon zu zerstören. Now you can develop this model in a lot of detail.
Und man kann dieses Modell sehr detailliert auslegen. It doesn't happen nowadays, Es passiert nicht in unseren Tagen, but a few years ago, aber einige Jahre zurück people would object haben Leute abgelehnt, to the argument dieses Argument, that in Daniel 11, verse 41, das in Daniel 11, Vers 41, that the glorious land is the United States. dass das herrliche Land die Vereinigten Staaten sind. So they would try to explain and show that it's a symbol of the church. Und sie haben versucht, die Symbolik zu nehmen und es auf die Gemeinde anzuwenden und haben versucht, das so darzulegen. Now, we used to argue against that, Und wir haben damit die Zeit verbracht, dagegen zu argumentieren. and we had some very good arguments. Und wir haben einige sehr gute Argumente. But I want to show you a really simple one Aber ich möchte euch ein sehr einfaches Argument zeigen. through typology. Durch die Typologie. Let's simplify all of this. Lasst uns einfach das alles hier einfacher machen. We've got the 70-year captivity, Wir haben die 70 Jahre der Gefangenschaft. Cyrus, Darius, Artaxerxes. Kyros, Darius und Artaxerxes. And then we've got the 1260, Dann haben wir die 1260, 1798, 1798, 1844, 1844, 457, 536. We'll 407, put 538, 536. 557 und hier machen wir 538, 536 vor Christus hin. Time of the end. Zeit des Endes. Where are they living here? Pardon me? Where are God's people living? Wo wohnt Gottes Volk hier? Babylon? We agree with that? In Babylon, tun wir alle damit übereinstimmen? What's Cyrus going to say with his first decree? Was wird Kyros denn sagen mit seinem ersten Dekret? He says what? Er sagt was? You're free Ihr seid frei, to do what? um was zu tun? To leave Babylon Um Babylon zu verlassen. and go where? Und wohin zu gehen? On a pilgrimage Um eine Pilgerreise anzugehen? to the Holy Land, Ins Heilige Land. which is going back home. Welches zurück nach Hause zu gehen ist. Do you agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? In Daniel chapter 8, verse 9, In Daniel Kapitel 8, Vers 9, it's called the pleasant land. da ist es das herrliche Land genannt. If you go to other Bible passages, Wenn man in anderen Bibelversen schaut, it's called the land flowing with milk and honey. ist es das Land, wo Milch und Honig fließt. Contextually, Also im Kontext, it was the best land es war das beste Land, in the then known world, if I can place it that way, wenn ich das so ausdrücken kann, in der damaligen Welt, for God's people to live in. dass Gottes Volk darin leben könnte. It was a glorious land. Es war ein herrliches Land. So I'll just call it GL for glorious land. Also nenne ich das hier GL für herrliches Land. So he says, leave Babylon and go to the glorious land. Er sagt, verlasst Babylon und geht zurück ins herrliche Land. So I think everybody understands that. Und ich glaube, jeder versteht das. Nobody would disagree with that. Niemand würde damit also dagegen was haben. You might question the dates, Man könnte was mit den Daten da sagen, but the structure is there. aber die Struktur ist da. Let's make an application. Lasst uns nun jetzt eine Anwendung machen. Go to Revelation 17. Lasst uns zur Offenbarung Kapitel 17 gehen. Before we go to 17, Bevor wir dorthin gehen, put your hand in 17. macht eure Hand da in Offenbarung Kapitel 17 rein. Once you've got your hand in 17, Während man seine Hand in Offenbarung Kapitel 17 hat, we want to go to chapter 12. lasst uns zu Kapitel 12 gehen. And we want to read verse 14. Lasst uns dort Vers 14 lesen. Revelation 12, 14. Offenbarung 12, Vers 14. Und es One wurden, second. oh sorry. Just make sure they're all there. Offenbarung 12, Vers 14. As you're getting there, Also während ihr da hingeht, we've seen this structure goes from Babylon to the glorious land. da sehen wir, dass die Struktur sagt, dass es von Babylon zum herrlichen Land übergeht. We've lined up the time of the end and the close of probation. Wir haben die Zeit des Endes und auch das Ende der Gnadenzeit Linie über Linie The übereinander first gelegt. decree and the third decree. Das erste Dekret und den dritten Erlass. Revelation 12, 14. Offenbarung 12, Vers 4. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand von der Frau, die gebären sollte, und ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. So it says in 12, 14,
Oh, sorry, I read 4. 12:14. Okay, 12,14. Und es wurde der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. So it talks about the 1260. Can we see that? Also es handelt hier von den 1260. Können wir das sehen? It says the woman goes into that place. Und sie sagt, die Frau geht an diesen Ort. And what's the name of that place? Und was ist dieser Name dieses Ortes? It's called a wilderness. Es ist die Wildernis genannt oder Wüste. So now we can see that the wilderness Nun können wir sehen, dass die Wildernis, Wüste, is a symbol of a time period, not a place. ein Symbol einer Zeitperiode ist und nicht unbedingt eines Ortes. So if you're taking notes, you can put wilderness equals time. Also wenn ihr Notizen macht, dann schreibt euch auf, die Wüste ist gleich Zeit, Not a place. nicht ein Ort. I want us to see that. Ich möchte, dass ihr das seht. Now go back to 17. Lasst uns nun zurückgehen zu Kapitel 17, Verse 3. Vers 3. Da heißt es, und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. All I want us to pick up in Revelation 17, verse 3, Alles, was ich möchte, dass wir hier sehen in Offenbarung Kapitel 17, Vers 3, is we're in the same place dass wir uns am gleichen Ort because we're befinden. in the wilderness. Wir befinden uns in der Wüste. Now, in that wilderness, Nun, in dieser Wüste, there's a woman da gibt es eine Frau, riding a beast, die ein Tier reitet. and on her forehead Und auf auf den Köpfen, is her title. auf ihrer Stirn ist ihr Name. Verse 5. Das ist im Vers 5. Das ist Geheimnis Babylon. So it says in verse 5, Und im Vers 5 wird uns gesagt, the woman's name dass der Name der Frau is Babylon. Babylon ist. Can we all see that? Können wir das alle sehen? So we've got Babylon Also haben wir Babylon in the wilderness period, in der Zeit der Wüste and we've connected the 70 years with the 1260, und wir haben die 70 Jahre mit der 1260 verbunden and we've got Babylon in the 70. und wir haben auch Babylon in den 70 Jahren. First the natural, Erst das Natürliche, then the spiritual. dann das Geistliche. So first the literal, Also erst das Buchstäbliche and second und das Zweite is the symbolic, or it says here the mystery. heißt es hier, dass die Symbolik oder wie es hier heißt, das Geheimnis. So you've got literal Babylon, mystery Babylon. Also hat man das buchstäbliche Babylon und dann hat man noch dieses This is Geheimnis Babylon. 1798. Das ist 1798. Let's go back to Revelation 12. Lasst uns zurück zur Offenbarung 12 gehen. In Revelation 17 there was a woman. Also in Offenbarung Kapitel 17, da war eine Frau. In Revelation 12 there's a woman. In Offenbarung Kapitel 12 ist eine Frau. They're not the same woman. Sie sind nicht die gleiche Frau. One of them Eine von ihnen is a symbol of God's church, and one of them is a symbol of Babylon. ist ein Symbol für Gottes Gemeinde und die andere ist für Babylon. Verse 16, chapter 12. Kapitel 12, Vers 16. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, und der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Now this woman Und diese Frau in this 1260 in der 1260 is protected. wird beschützt. That's what God says Das ist, was Gott sagt in chapter 12. im Kapitel 12. But in verse 15, which we didn't read, Und Vers 15, den wir jetzt nicht gelesen haben, the serpent da ist diese Schlange, wants to attack the woman. möchte sie diese Frau attackieren. Let's read that. Lasst uns das lesen. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. So we can see this serpent Also können wir diese Schlange sehen, is attacking the woman. dass sie die Frau attackiert. I want us to see that. Ich möchte, dass wir das hier gesehen haben. Now, verse 16 Also nun Vers 16, says that the earth dass diese Erde helps the woman der Frau hilft, by swallowing the flood. indem sie diese Flut verschlingt Can we see that in verse 16? oder aufnimmt. Können wir das sehen in Vers 16? Verse 15, Und Vers 15, the serpent puts water out of its mouth,
da wirft diese Schlange Wasser aus seinem Mund. And ihrem verse Mund. 16, Und Vers 16, the earth swallows the flood. da tut diese Erde diese Flut verschwimmen. Now a Schlingen. mouth Jetzt ein Mund has two functions. hat zwei Funktionen. Things come out and things come in. Also die Sachen kommen raus und die Sachen kommen rein. I think we understand that principle well. Ich denke, wir verstehen dieses Prinzip sehr einfach. Words come out Also die Worte kommen heraus and food goes in. und das Essen kommt hinein. But when we talk about food going in, Aber wenn wir darüber reden, dass Essen hineingeht, Revelation 10, Offenbarung Kapitel 10, Ezekiel 2, Ezekiel 2, what's actually going into your mouth? was ist es eigentlich, dass es in deinen Mund hineingeht? Words Es sind Worte or messages. oder Botschaften. Do we agree with that? Können wir damit übereinstimmen? Deuteronomy 18, 5. Buch Mose 18. God says, I'll put my word in your mouth. Es sagt, ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Deuteronomy 18, 18. 5. Buch Mose 18, Vers 18. So the purpose of a mouth Also der Ziel oder ja, der Ziel, Purpose, the job function of a mouth ja, die Arbeit eines Mundes ist, is to eat things, Dinge zu essen, prophetically eat words, so prophetisch gesehen Worte zu essen and to speak words. und auch Dinge zu sprechen. Now, when this serpent puts a flood out, Also wenn diese Schlange einen Wasserstrom auslegt, if you make a note, dass wenn man macht eine Notiz, because this is the papal church, denn dies ist das päpstliche Gemeinde, Daniel 7:25, päpstliche Kirche. Daniel 7, Vers the 25. papacy Das Papsttum speaks words against the Most High redet Worte gegen den Allerhöchsten. and thinks to change times and laws. Dinge, die die Zeiten und Gesetze ändern. So these are the words or the flood that the serpent issues out of its mouth. Also dies sind diese Worte, die diese Schlange, das Papsttum aus seinem Mund hervorbringt. And who helps the woman? Und wer hilft dieser Frau? The earth. Die Erde. One chapter forward, Ein Kapitel zuvor, Revelation 13:11. Offenbarung Kapitel 13, Vers 11. You'll see that a beast comes out of the earth. Also ein Kapitel danach ist, dass man sieht, dass ein Tier aus der Erde hinaufsteigt. The beast is a nation. Das Tier ist eine Nation. The earth Die Erde is the country ist das Land, that this beast lives in. wo dieses Tier auch lebt. Which is which country? Welches Land ist? It's the United States. Es ist die Vereinigten Staaten. If the United States is the earth, Wenn die Vereinigten Staaten die Erde ist, go back to 13:1 dann geht zurück zu Kapitel 13, Vers 1 and 2. und 2. You see a leopard-like beast coming up out of the sea. Dann sieht man, dass da ein Tier, das Leopardenähnliches aus dem Meer hinaufsteigt. That leopard-like beast is the papacy, Und dieses Leopardenähnliche Tier ist das Papsttum. and it comes from where? Und es kommt von wo? From the sea. But where is that sea Es ist in real life? vom Meer. Und wo ist dieses Meer? Was ist es im wirklichen Leben? This is Europe. Das ist Europa. So the sea in 13 is Europe, and the earth is the United States. Also in Kapitel 13 ist das Meer Europa und die Erde ist USA. So Babylon, Also Babylon, Mystery Babylon, das Geheimnis Babylon, is what continent? ist auf welchem Kontinent? This is Europe. Das ist Europa. The earth, Die Erde, the United States, die Vereinigten Staaten, helps the woman hilft der Frau, by doing what? indem sie was tut. Absorbing the flood. Sie nimmt diese Flut auf. That flood is a symbol of the laws that the papacy makes. Und diese Flut ist ein Symbol dafür, dass diese Gesetze, das Papsttum macht. Papal law Dieses päpstliche is Gesetz a connection of church and state, ist eine Verbindung zwischen Staat und Kirche, which destroys religious freedom. welche die religiöse Freiheit vernichtet. The United States Die Vereinigten Staaten, absorbs that, sie eats it. nimmt das auf, sie isst es. How? Wie denn? Through the Constitution. Durch die Verfassung. The Constitution Die Verfassung guarantees religious liberty. garantiert religiöse Freiheit. Now, do you know a people Und wenn ihr ein Volk kennt, that left Europe
oder Leute kennt, die Europa verlassen and haben went to America und nach Amerika gegangen sind on a pilgrimage. auf einer Pilgerreise. We all do. Wir alle tun das, They're wissen das. called Sie werden genannt the Pilgrim Fathers. die Pilgervater. And where do they go? Und wo gehen sie hin? From Europe Von Europa to the United States. zu den Vereinigten Staaten. We can see that. Können wir das sehen? So you've got Babylon, Also wir haben Babylon, which is Europe, welches Europa ist, and you've got the United States, und wir haben die USA, which is the land of freedom. welches das Land der Freiheit And Ellen ist. White tells us very clearly in many places, Und Ellen White sagt uns häufig in vielen verschiedenen Orten, this land dass dieses Land, was specially prepared for whom? speziell vorbereitet wurde für wen? God's people at Oder- the end of the world. Da bereitet wurde für Gottes Volk am Ende der Welt. The most glorious nation on this planet. Die herrlichste Nation auf dieser Erde. So you can see Also kann man sehen, there's a direct parallel between the story of Cyrus and the story at the end of the world. dass wir sehen, dass es eine direkte Parallele zwischen der Linie von Kyros gibt und dann hier am Ende der Welt. You could go more and you could go deeper and deeper into this story Also man könnte tiefer und tiefer in diese Geschichte hineingehen. because there's a call here. Da gibt es einen Ruf. What's the call? Was ist dieser Ruf? Come out of Babylon, isn't it? Um aus Babylon herauszukommen. There's a call here. Es gibt auch hier einen Ruf. What's that call? Was ist dieser Ruf? We say it's the first angel's message. Wir sagen, es ist der erste Engelsbotschaft. And the first angel's message has words attached to it. Und die erste Engelsbotschaft hat Worte in Verbindung mit Fear dieser God, Botschaft. give him glory, for the hour of his judgment is come. Fürchte Gott, gebt ihm Ehre für die Stunde seines Gerichts ist es But ist what's the gekommen. principle behind the first angel's message? Aber was ist denn das Prinzip hinter der ersten Engelsbotschaft? Come out Komm heraus, of Babylon. aus Babylon herauszukommen. But coming out of Babylon Aber dieses aus Babylon is herauszukommen, what Bible verse? ist was für ein Bibelvers? It's not Revelation 14, 6 and 7. Es ist nicht Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 und 7. It's Revelation 18, verse 4. Es ist Offenbarung 18, Vers 4. Come out of her, Kommt aus ihr heraus, my people. mein Volk. Come out of her, Kommt aus ihr heraus, my people, mein Volk, into this land. in dieses Land. So you can see Also kann man sagen, right here dass genau hier is a fulfillment of the third angel's message. es eine Erfüllung der dritten Engelsbotschaft ist. And I said yesterday, Und ich habe gestern gesagt, if you break the line between Millerite history and ours, dass wenn man die Linie zwischen der Milleriten und uns da bricht, Millerite aufbricht, history dann ist die Milleritengeschichte, is the story of the first angel's message, dass es die Geschichte des ersten Engels ist and ours is the story of the third angel's message. und unsere ist die Geschichte des dritten Engels. Because this is the warning of judgment, Denn dies ist die Warnung des Gerichts, the beginning, der Anfang, and this is the fulfillment of judgment, the end. und das ist die Erfüllung des Gerichts am Ende. And you can see that very clearly here. Und man kann das sehr deutlich hier sehen. The principle behind the first angel's message is to come out of Babylon. Das Prinzip hinter der ersten Engelsbotschaft ist, aus Babylon herauszukommen. This church Diese Gemeinde hier is God's church. ist Gottes Gemeinde. It's in Babylon. Sie ist in Babylon, We understand that. wir verstehen das. Now the church Also die Gemeinde, is only one church. das ist nur eine Gemeinde. It goes through 7 experiences. Es geht durch 7 Erfahrungen hindurch. From Ephesus Von Ephesus to Laodicea. zu Laodicea. What experience or dispensation is it here? Welche Erfahrung oder welche Gemeinde ist denn hier? It's the fourth church, Es ist die 4. Gemeinde, Thyatira. es ist Thyatira. If you went to Revelation chapter 2 verse 20, Also wenn man zur Offenbarung Kapitel 2, Vers 20 gehen it würde, would tell you dann würde man es dort that there's a sagen, rebuke to this church dass es da eine Zurechtweisung Tadel dieser Gemeinde gibt. because it's being taught Denn es wird gelehrt and it's being seduced und es wird verführt by Jezebel. von Isabel. So who is Jezebel? Also wer ist Isabel? Jezebel is this woman Also Isabel ist diese Frau. because Jezebel married a king illegally.
Denn Isabel heiratete einen König unerlaubt. And in Revelation 17, Und Offenbarung Kapitel 17, I think it's verse 2. ich denke, es ist Vers 2. Revelation 17, verse 2. Offenbarung Kapitel 17, Vers 2. It says, this woman, Da sagt diese Frau, Babylon, Babylon, has committed fornication with the kings hat Unzucht getrieben mit den Königen, of the earth. mit den Königen der Erde. Who are the kings of the earth Wer sind denn die Könige der Erde? in this story? In dieser Geschichte It's the kings of Europe. sind die Könige von Europa. She's committed fornication. Also sie hat Unzucht getrieben. The woman who commits fornication is Jezebel. Die Frau, die Unzucht treibt, ist Isabel. And Jezebel, Und Isabel, you'll know there's a threefold union. da wissen wir, dass es eine dreifältige Union gibt. So we'd have to understand what the threefold union is in this story. Also müsste man jetzt verstehen, was diese dreifältige Union ist in dieser Geschichte. Revelation 17, verse 5, Offenbarung Kapitel 17, Vers 5, it says she's the mother of harlots. da wird uns gesagt, dass sie die Mutter der Huren ist. You've got the kings, Also man hat die Könige, the mother, die Mutter and the harlots. und auch die Huren. Threefold union. Eine dreifältige Union. There's so many truths to verify what we teach. Da gibt es so viele Wahrheiten, die bestätigen, was wir lehren. One more Eins noch, before we come out of this. bevor wir hier You're going to go herauskommen. from the fourth church to the fifth church. Wenn man zur vierten, zur fünften Gemeinde geht, The fifth church dann ist die fünfte Gemeinde is Sardis. Sardes. Sardis has different meanings, the name. Also Sardes, der Name hat verschiedene Bedeutungen. One of them Eine davon is to come out, ist, dass man herauskommt oder herauskommt. a Ja. people that come out. Ein Volk, das herauskommt. So Sardis means to come out, Also Sardes bedeutet herauszukommen. and what are they coming out of? Und wovon kommen sie denn heraus? Europe Europa, to go into the United States. um in das Vereinigten Staaten But it's hineinzugehen. God's people Aber es ist Gottes Volk, who are coming out of Babylon. die aus Babylon hinauskommen. So you see even in the naming Also wir sehen sogar, dass in dem Namen, that you can mark coming out of Babylon here at the time of the end. dass man hier das Herauskommen Babylons hier am Zeit des Endes markieren kann. Now I want to show you one more principle in Isaiah 46. Also nun war ein weiteres Prinzip in Jesaja 46. We've discussed repeat and enlarge, Wir haben bereits über über die Wiederholung und Erweiterung geredet. and there's another important principle I want us to see. Und da gibt es ein weiteres wichtiges Detail, oder Prinzip, was ich möchte, dass ihr seht. We'll read verse 10. Und wir lesen dort Vers 10. Ich verkündige vom Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. So I don't know if you've already read that in the break Ich weiß nicht, ob ihr das bereits in der Pause gelesen habt overnight like I asked you to. oder über die Nacht, wie ich gefragt habe, dass ihr es tut. Can we see repeat and enlarge here? Können wir hier die Wiederholung und Erweiterung sehen? You should say yes because I'm already drawing it out for you. Ihr könnt ja sagen, weil ich es ja bereits für euch aufgemalt habe. So let's put the first word in. Also lasst uns das erste Wort hier einfügen. What would the first word be here? Was wäre das erste Wort hier? 10. Im Vers 10. Isaiah 46 verse 10, which is a verse, one of the most important verses in this movement that we have. Jesaja 46, Vers 10. Das ist einer der wichtigsten Verse, den wir hier in dieser Bewegung haben. Nope. End. Also es ist nicht erklären, sondern es ist das Ende. So you're going to declare the end. Erklärt das Ende. The next word? Das nächste Wort? Good. Anfang. So you're going to declare the end from the beginning. Also das Ende von der Vorzeit her. So that's the first part of the verse. Das ist der erste Teil des Verses. And now we're going to repeat it. Und nun werden wir es wiederholen. The next word? Und das nächste Wort? Good. And the last? Und das nächste ist Vorzeit. Not yet. Nicht jetzt. So can we see repeat and enlarge?
Also können wir den Wiederholungen und Erweiterungen sehen. But there's a difference here. Aber hier ist ein Unterschied. Can we see what the difference is? Können wir sehen, was der Unterschied ist? So, beginning doesn't mean not yet, does it? Also der Anfang bedeutet nicht noch nicht. And end does not mean ancient times. Und das Ende bedeutet nicht die Vorzeit. So I want to show you a principle. Ich möchte euch hier ein Prinzip sehen. So it's something that I show lots of times, so you've probably seen it before, Also etwas, was ich oft zeige, also habt ihr es wahrscheinlich schon mal gesehen, but some people haven't. aber manche Leute haben das You noch take nicht a piece gesehen. of paper, Man hat hier ein Papier, you fold it in half, man nimmt es, faltet es you in die put a crease Hälfte, in there, man tut, also man macht so eine Kante, also knickt you es, open it, man macht es wieder auf you get a paintbrush, und dann nimmt man einen Pinsel and you make some marks on this side of the paper, und dann macht man ein paar Markierungen auf diese and Seite. then you know what you do. Und dann weißt du, was du You tust? fold it, Man tut es wieder press it zusammenpressen, and open. aufmachen. and why did they teach you that at school? Und warum tun sie dir das bei der Schule beibringen? Because they want to teach you about the principle of reflection. Sie möchten das Prinzip der Reflexion beibringen. It's an important mathematical principle, Es ist ein sehr wichtiges mathematisches Prinzip. but we don't call it reflection when we do Bible studies. Aber wir nennen es nicht Reflexion, wenn wir die Bibel studieren. We call it chiasms. Wir benennen es Chiasmus, danke. Or chiastic structures. Oder eine chiastische Struktur. It's called a reflection. Also es ist eine Reflexion. So this is certainly repeat and enlarge, Also das ist auf jeden Fall eine Wiederholung, eine but Erweiterung. it's got an added element to it. Aber es hat jetzt noch ein Element, was hier hinzugefügt wurde. It's got a line of reflection. Es hat hier nämlich eine Linie, die reflektiert. So if you fold this Also wenn man das jetzt and zusammenfaltet open it, und es aufmacht, you'll see the repeat and enlarge, dann sieht man die Wiederholung und Erweiterung, but it's slightly different. aber es ist ein bisschen anders. Because the ancient times Jetzt die alten Zeiten of the beginning sind der Anfang and the end und das Ende is not yet. ist noch nicht. So it is repeat and enlarge, but it's flipped. Also es ist jetzt es ist eine Wiederholung und eine Vergrößerung, aber jetzt ist es umgekehrt. Now, just this one principle in this one verse Also nur in diesem einen Vers would explain many things to you. erklärt sehr viel. Because if I asked you, Denn wenn ich fragen würde, what does end mean? was bedeutet das Ende? A biblical definition for end. Eine biblische Definition für Ende. We'd come up with lots of different answers. Dann könnten wir mit vielen verschiedenen Antworten aufkommen. But the biblical definition is not yet. Aber die biblische Definition ist es, dass es noch nicht And ist. the reason why that's important to see, Und der Grund, warum dies wichtig ist zu sehen, because when you start looking at the phrase not yet, dass wenn man sich diesen Wort oder diesen Satz anschaut, dass es noch nicht ist, where would it take you to? wo wird es denn uns hinbringen? It's probably hard in the German, Es ist vielleicht hart so im Deutschen, because you use different phraseologies when you translate. denn man benutzt ja verschiedene Worte, wenn man übersetzt. But in the English, Aber im Englischen, if you do the concordance study, wenn man ein Konkordanzstudium macht, it will take you to Revelation 17. dann würde es dich zur Offenbarung Kapitel 17 And bringen. Revelation 17, In Offenbarung Kapitel when it 17, talks about not yet, und wo es da jetzt heißt noch nicht, it's talking about what? da redet es um was? It's talking about the resurrection Da geht es um die Wiederauferstehung of the beast. des Tieres. And when does the resurrection of the beast occur? Und wann ist die Wiederauferstehung eines Tieres? At the end. Am Ende. Now, this isn't any old end. Und das ist jetzt nicht irgendein Ende. What end is it? Was für ein Ende es ist? Was für ein Ende ist es? It's the time Es ist eine Zeit. of the end. Es ist die Zeit des So Endes. just using this principle of repeat and enlarge and allowing the Bible to define itself, Also nur bei diesem Prinzip, dass man dieses benutzt, dass man die Wiederholung und die Erweiterung und man die Bibel sich selbst auslegen lässt. when the Bible talks about ends and beginning, Und wenn die Bibel von den Enden und Anfang redet, it's very specific. dann ist es sehr speziell. And it's showing you
in detail ist sehr detailliert und es zeigt uns in Detail, what's going to happen at the end was am Ende passieren wird, based upon what's happening at the beginning. basierend darauf, was am Anfang passiert And ist. it's not some generic principle. Und es ist nicht einfach nur so ein generelles Prinzip, It relates to specific stories. es bezieht sich auf spezielle Geschichten. That's why it's vitally important Das ist, warum es so lebenswichtig ist, for us all to pay special attention to Brother Jonathan's presentations. Bruder Jonathans Präsentation dort zuzuhören. Even though you may have heard presentations on Daniel 11, 40-45 before, Und auch wenn man schon Präsentationen über Daniel 11, 40 bis 45 Mal zugehört hat, we all need to be certain dann müssen wir alle sicher gehen, of what these verses are teaching, was diese Verse uns lehren. because it's all predicated on one key point. Denn es stützt sich alles auf einen Schlüsselpunkt. Daniel 11, verse 40, Daniel 11, Vers 40. and a correct understanding of what the time of the end is. Und die richtige Verständnis davon, was das Zeit des Endes ist. Because when you take not yet Denn wenn man dieses jetzt noch nicht nimmt oder And nicht jetzt and you start talking about the resurrection of the beast und man über die Wiederaufstehung des Tieres spricht or the history of the seventh head, oder die Geschichte des 7. Hauptes, it's all connected with the time of the end. dann ist dies alles in Verbindung mit dem Time of the End? Time of the end. Mit der Zeit des Endes. And if you can't see that, Und wenn man das nicht sehen kann, you'll become blind dann wird man blind, to what this particular verse is teaching you, but generally im Speziellen, was dieser Vers einem lehrt, aber auch generell the things that we're supposed to understand. generell diese Dinge, die wir verstehen sollten. This is why the church, our church, has made so many mistakes in end time prophecy. Das ist, warum unsere Gemeinde so viele Fehler begangen hat in der Endzeitprophezeiung. So you know, Also wissen wir, here at the time of the end, dass hier im Zeit des Endes, it has to be connected dass es in Verbindung stehen muss, in some shape or form in irgendeiner Art und Weise to this not yet history. zu dieser Nicht-Jetzt-Geschichte. But then you have to be able to develop your argument Aber dann muss man sein Argument entwickeln, to show that there are two time of the ends, zu zeigen, dass es da zwei Zeit des Endes gibt. 1798, 1989. 1798 und 1989. And we've got very strong arguments to show and demonstrate Und wir haben sehr starke Argumente, um aufzeigen zu können, why 1989 is the time of the end. warum 1989 das Zeit des Endes ist. And I want all of us to become familiar with the rules and techniques that we need to use to defend these truths. Und ich möchte, dass wir damit vertraut werden, mit diesen ganzen Prinzipien, Regeln und Techniken, wie wir how we can apply these rules, wie wir diese Regeln anwenden können. So I've shown you a number of Bible verses now Also ich habe euch jetzt einige Bibelverse aufgezeigt about this repeat and enlarge, über diese Wiederholung und Erweiterung. and now I've introduced chiasms. Und jetzt habe ich auch den Chaismus euch aufgezeigt. And once you begin to search the scriptures using this kind of methodology, Und wenn man dann anfängt, die Bibel zu studieren mit dieser Art von Methodologie, it will change the way you view scripture. dann wird es die Art und Weise, wie man die Schrift betrachtet, verändern. You need to go studying Und dann muss man hingehen und studieren, with a metal detector, nämlich mit einem Metalldetektor. not just wandering along like you're going for a walk through a forest path. Und nicht einfach nur entlang schlendern, als wie wenn man für einen Spaziergang im Wald geht. You've all heard of guided tours, haven't you? Ihr habt alle schon mal von diesen Touren gehört, die begleitet werden beim Guide. You go to Führer. a city, Man geht zu einer Stadt and if you try and do it yourself to do a tour, und wenn man das selber so macht und versucht, eine Tour zu machen, you'll learn nothing. man lernt eigentlich gar nichts. You won't know where to go. Man weiß nicht, wohin man gehen soll. So you pay your money and you go for a guided tour. Also dann zahlt man etwas Geld und hat dann eine Führung. And the guide will teach you things that you would never have seen by yourself. Und der Führer zeigt euch dann Dinge, die ihr nie gesehen hättet, wenn ihr selber auf eigene Hand gegangen wärt. Our guide Unser Führer are these rules, these principles. sind diese Regeln, diese Prinzipien.
And you remember Und wenn ihr euch daran erinnert, that yesterday Brother Tabo, dass gestern Bruder Tabo when he made a specific application machte eine spezielle Anwendung, about what the foundation was was das Fundament war and the stones, und die Steine. he began to list out, and he hasn't finished that list, Und er hat angefangen, diese Liste zu legen, aber er hat diese Liste noch nicht zu Ende gebracht. these rules, these principles. Diese Regeln, diese Prinzipien. So I'm saying the same thing, Also ich sage dasselbe and I'm saying, using this word guide. und ich benutze einfach nur dieses Wort, dass das ein Führer ist. These are your guides to interpreting the scriptures correctly. Dies sind eure Führer, die Bibel richtig auszulegen. And without them, you'll just read ahead and not understand what you're doing. Und ohne diese, man würde einfach nur durchlesen und man würde gar nicht wissen, was man eigentlich da macht. And hopefully we saw that when I asked, where do you place Isaiah 46? Und ich hoffe, wir haben das alle gesehen, wo ich gefragt habe, wo platziert man dann Jesaja 46? You can see if you look for the symbols, if you look for context, Und ihr seht, wenn man für die Symbolik da Ausschau hält und auch für den Kontext drumherum ihn liest, if you go from the literal to the symbolic, wenn man von dem Natürlichen zum Geistlichen geht, Bible study becomes not only enjoyable but relatively straightforward. dann wird das Bibelstudium nicht einfach nur auch sehr freudig, sondern auch es wird eigentlich sehr deutlich und ja. So I want to turn to Matthew 13. So, lasst uns nun zu Matthäus 13 gehen. Verse 24. Und dort Vers 24. Jesus is going to put forth another parable. Also wird hier Jesus ein weiteres Gleichnis schreiben. In this parable, Und dieses Gleichnis, you just read the verse. 24, Matthäus 13, Vers 24. Da heißt es, ein anderes Gleich legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. So it talks about the kingdom of heaven, So, also spricht jetzt hier über das Königreich des Himmels. and it says it's like, Und es sagt, es ist leicht. and like means equal to, Und gleich bedeutet, es ist einem gleich in comparison to. oder im Vergleich zu. So what would he put on this side? Also was würde man auf diese Seite hier schreiben? What are the symbols that we have? Was sind die Symbole, die wir haben? A man, Ein Mann, a field, ein Feld and seed. und ein Same oder Samen. Anything else? Noch etwas weiteres? What do we know about the field? Was wissen wir über dieses Feld? It's the man's field. Es ist das Feld des Mannes. And what do we know about the seed? Und was wissen wir über den Samen? It's good seed. Es ist ein guter Same. So, first of all, I want to ask the question, Also als erstes möchte ich die Frage stellen, our understanding may develop and change as we read through, also während wir hier so uns durcharbeiten, kann sein, dass unser Verständnis sich entwickelt. but if I asked you to define what the kingdom of heaven was, Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist die Definition des Königreichs des Himmels? what would you tell me? Was würdet ihr mir sagen? Is the kingdom of heaven the man? Ist das Königreich des Himmels der Mann? Is the kingdom of heaven the field? Oder ist das Königreich des Himmels der Acker? Is the kingdom of heaven the seed? Oder ist es der Same? Is it one of them Ist es eins von denen? or all of them Oder alle von ihnen? or some of them? Oder manche von ihnen? What is the kingdom of heaven? Was ist das Königreich des Himmels? So that's the main question we want to ask. Also das ist die Hauptfrage, die wir haben. What is the kingdom? Was ist das Königreich? Now we could do it the easy way Also wir könnten es auf die einfache Art and machen just go to the answers, und wir könnten einfach nur die Antwort geben. but I want to try and work through it Aber ich möchte, dass wir da so durcharbeiten, together without just going to the answers. zusammen, ohne einfach nur zu den Antworten zu gehen. So, as always, Wie immer, we should place this upon a line. dann sollten wir diese auf eine Linie legen. So here we are, Also hier sind wir nun
We have a field, Wir haben ein Feld. and what's happening in this field? Und was passiert auf diesem Feld? There's a man Da ist ein Mann, who's going to sow good seed welcher guten Samen sehen wird into his field. in sein Feld. Everybody agree with that? Tut jeder damit übereinstimmen? So we've got this picture here, and I've put a waymark here. Also wir haben dieses Bild hier und wir markieren auch hier eine Wegmarke. Verse 25. Vers 25. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter dem Weizen und ging davon. So the man has sowed some seed, Und der Mann, der sät seinen Samen and he owns that field. und ihm gehört auch dieses Feld. Then, Dann, at night time, wenn es Nacht wird, who came? wer kommt da? An enemy came, Ein Feind kommt. and this enemy did what? Und sein Feind tut was? He also sowed some seeds Also er sät auch seinen Samen in the same field. in das gleiche Feld. And when he sowed this seed in this field, Und als er diesen Samen in diesen Acker gesät hat, what did he do afterwards? was tut er danach? Can we read it in the verse? Könnt ihr es im Vers lesen? He walked away. He left. Er geht weg. So you've got this man Also haben wir diesen Mann, coming der kommt and then going. und dann geht er. The owner Der Besitzer of the field, des Feldes, at night time, in der Nacht was he in the field? war er bei dem Feld. How do we know he wasn't in the field? Nein, war er nicht. Woher wissen wir, dass er nicht bei dem Feld war? Because if he was in the field, Denn wenn er bei diesem Feld gewesen wäre, would he have been able to come and sow his bad seed? hätte er kommen können und seinen Samen sehen können. No. Nein. So you know Also wissen wir, when this man came dass als dieser Mann kommt, to sow seed in his field, um diesen Samen in diesem Feld zu sehen, when he finished, wenn er fertig ist, what did he do? was tut er? He left. Er geht. And this man doesn't live in a field. Und dieser Mann lebt ja nicht bei dem Feld. So he must have come to his field, Also muss er zu seinem sowed Feld the seeds and left. muss zu seinem Feld gekommen sein, die Samen gesät haben und dann wieder gegangen sein. So you have the same dynamic with the enemy and the man. Also haben wir dieselbe Dynamik mit dem Mann und auch mit dem Feind. They do exactly the same thing Sie tun genau das Gleiche at exactly the same time. und zur gleichen Zeit. He's in the daytime, he's in the night. Der eine während des Tages, der andere während der Nacht. They both come and they both go. Sie beide kommen, sie beide gehen. Now, it says in verse 24, Also es sagt uns im Vers the 24, kingdom of heaven dass das Königreich is like. ist wie, Now, you have to ask yourself, is it like verse 24, man muss sich jetzt fragen, ist es wie Vers 24 or is it like verse 24 to verse 30? oder ist es wie Vers 24 bis 30? Is the whole of the parable about the kingdom of heaven? Ist das ganze Gleichnis über das Königreich des Himmels? Or is it just about verse 24? Oder geht es hier nur um Vers 24? And the answer would be Und die Antwort würde sein, the whole parable. das ganze Gleichnis. We know that Wir wissen das, because if you went forward denn wenn man nämlich vorher lesen würde to Matthew 25, oder weiterlesen würde bis zu Matthäus it's 25, going to say, then is the kingdom of heaven da sagt es, dann ist das Königreich des Himmels. likened unto 10 virgins. Oder das Königreich des Himmels ist wie 10 Jungfrauen. And we know there Und wir wissen, dass that it's the whole parable that's talking about the kingdom of heaven. dass dort es darum geht, dass das ganze Gleichnis über das Himmelreich geht. Now, if this story, the whole parable is about the kingdom of heaven, Also wenn diese Geschichte um das ganze Gleichnis das Königreich des Himmels ist, is this enemy part of the kingdom of heaven? da frage ich mich, ist dieser Feind Teil des Königreichs des Himmels? He is? Ja, ist er?
So in the kingdom of heaven, Also in dem Königreich des Himmels, we have enemies. da haben wir Feinde. Are the tares, these seeds, Dieses Unkraut, dieser Same, are they part of the kingdom of heaven? sind sie Teil des Königreichs? Or have they been put into the kingdom of heaven? Oder sind sie ins Königreich hineingesetzt worden? I would suggest Ich würde vorschlagen, that this enemy dass dieser Feind, is not part of the kingdom of heaven, dass er nicht Teil des Königreichs ist. because he's an enemy of the kingdom. Denn er ist ja ein Feind des Königreichs. People who are in the kingdom Menschen, die im Königreich sind, are subjects of that kingdom, sind auch Teil dieses Königreichs. and the enemies Und der Feind are outside of that kingdom. sind außerhalb des Königreichs. So we can see that this man Also können wir sehen, dass dieser Mann is not part of this kingdom. nicht Teil des Königreichs ist. He's outside of this kingdom. Es ist außerhalb des Königreichs. He comes to the kingdom, Er kommt zum Königreich, does some work, er tut seine Arbeit, and then leaves the kingdom. er tut etwas Arbeit und dann geht er wieder aus dem Königreich. Hopefully we can see that. Ich hoffe, wir können das sehen. And if we can see that this man isn't the kingdom, Und wenn wir sehen, dass dieser Mann nicht das Königreich ist, then this man wouldn't be part of the kingdom either. dann würde auch dieser Mann nicht Teil des Königreichs sein. Because both do the same thing. Denn beide tun das gleiche Ding. This man comes, Dieser Mann kommt and then the man goes. und dann geht der Mann. So from verses 24 and 25, Also aus den Versen 24 und 25, we can already begin to see dann können wir bereits sehen, that the kingdom dass das Königreich is the field. das Feld ist. The kingdom is the field, Das Königreich ist das and Feld this man does something to this kingdom, und dieser Mann tut etwas mit diesem Königreich and this man does something to the kingdom. und dieser Mann tut etwas mit dem Königreich. In fact, it gives you the clue, Und dies gibt uns den Hinweis, because this man, dass dieser Mann, he owns er, the field, ihm gehört das Feld. and this man Und dieser Mann, doesn't own the field. ihm gehört das Feld nicht. So I want to say Was ich sagen möchte, that the field ist, dass dieses Feld is the kingdom of heaven, ist das Königreich des Himmels and this man und dieser Mann, owns it. ihm gehört es. And you could say, Man könnte sagen, if this is the kingdom, dass wenn dies das Königreich ist, then he would be dann würde er the king, der König sein. the person who owns the kingdom. Der König, wem das Königreich gehört. The farmer owns the field, but the farmer is not the field. Der Bauer, dem Bauer gehört das Feld, aber der Bauer ist nicht das Feld. And the enemy is not the field, and the enemy doesn't own that field. Und der Feind ist nicht das Feld und ihm gehört auch nicht das Feld. So I want to start as we go through this parable, Wenn wir jetzt anfangen, durch dieses Gleichnis hindurchzugehen, even without going to the answers at the back of the chapter, ohne überhaupt zu diesen Antworten am Ende des Kapitels zu gehen, to show us um zu zeigen, that by looking at the symbols carefully, dass wenn wir diese Symboliken vorsichtig betrachten, reasoning from cause to effect, wenn wir von Ursache, Reasoning, Cause to Effect, von der Ursache zur Wirkung nachdenken, danke, and looking at the symbols und uns die Symboliken anschauen and thinking about first the literal, then the symbolic, und dann erst das Natürliche anschauen und dann die Symbolik, you can see dann kann man sehen, that we're going to go through these 7 verses, dass wir erst zu diesen 7 Versen gehen können and they'll all be self-explanatory. They'll all explain themselves. und dann würden wir sehen, dass sie sich alle selbst erklären würden. And then when we go to the interpretation at the end, Und dann gehen wir zu der Auflösung am Ende I think we'll see und dann sehen wir, that we came up with the right answers if we followed the correct rules. dass wir mit den richtigen Antworten aufkommen werden, weil wir die korrekten Regeln angewandt I haben. want us to become confident Ich möchte, dass wir sicher werden, in studying our Bibles for ourselves. unsere Bibeln für uns selbst zu studieren. Once we're using the right tools and principles, Wenn wir die richtigen Werkzeuge und die richtigen Prinzipien benutzen. because the Bible helps us. Denn die Bibel hilft uns. It has all the answers there. Es hat alle Antworten dort, We just don't often spend enough time looking, aber oft tun wir nicht genug Zeit damit verbringen, zu suchen. and also sometimes we don't understand the rules.
Und manchmal verstehen wir auch nicht die Regeln. And I think often we don't use some common sense. Und oft oft benutzen wir auch nicht einfach nur mal normale Logik. Remember, the sealing Denkt darüber nach. Erinnert euch, dass Versiegeln is an intellectual and a spiritual assent to the truth. ist ein intellektuell und auch eine geistliche Herangehen und Erfahren der Wahrheit. So verse 24 and 25. Also in Vers 24 und 25. We've got a field, Wir haben ein Feld, 2 men, 2 Männer, both do exactly the same thing. beide tun dasselbe. He sows good seed, he sows bad seed. Er sät guten Samen, er sät schlechten. The kingdom Das Königreich is the field. ist das Feld. The householder Der Hausherr or the farmer, oder der Farmer, he owns the field. ihm gehört das Feld. The enemy Der Feind has nothing to do with the field. hat nichts mit dem Feld zu tun. And both of them Und beide are putting seeds into this field. tun Samen in dieses Feld hinein. They're populating the kingdom. Sie geben der Population dem Königreich. In our next presentation, we'll carry on going through these verses. Und in unserer nächsten Präsentation werden wir dann weiter durch diese Verse hindurchgehen. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we want to ask you for your blessing upon us. wir möchten dich um deinen Segen beten, dass er auf uns kommt. Help us to continue to honor your sacred Sabbath day. Helf uns weiterhin deinen Sabbat zu heiligen And help us to contemplate und helf uns daran zu verweilen, these spiritual truths diese geistlichen Wahrheiten, as we try to wrestle with the literal and the symbolic. während wir da versuchen, damit umzugehen mit dem Geistlichen und auch mit dem Buchstäblichen. Help us to have a clarity of these rules Helf uns auch Klarheit über diese Regeln zu haben and to begin to apply them correctly. und sie anfangen, korrekt anzuwenden. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.